So, liebes Element Luft, Zwillinge, Waage und Wassermann, ihr seid dran mit eurem Ausblick, Quickblick in den August. Wir gucken, was eure Themen sind, was ich kollektiv für euch so mitgeben kann. Und ich bin gespannt. Ein bisschen Stress, ein bisschen Unruhe, ein bisschen genervt sein, plötzliche Ereignisse, die von außen kommen. Also eventuell müsst ihr schnell umschwingen bei etwas oder Dinge drehen sich unerwartet. Kann aber auch gut sein, dass die Situation dann nachher tatsächlich so ist. Ja, dachte ich mir, dass du hier etwas, was dich sehr genervt, gestresst oder beunruhigt hat, in eine andere Energie drehen kannst, wo du eher das Ruhigere hast, wo du neu startest, wo du neu kreierst. Auch eine Möglichkeit, durch eine Wende vom Außen einen ruhigeren Weg für dich zu initiieren. Andere Möglichkeit ist, ihr kommt irgendetwas, das mit euren Kindern zu tun hat, wo es Wenden gibt, die euch vielleicht ein bisschen mitstressen. Anderes Szenario, dein inneres Kind zeigt dir eine Wunde auf, durch irgendeinen Trigger von außen. Trotz allem ein Monat, wo ihr weniger Zweifel habt, wo ihr sicherer seid oder werdet, wo sich klarer zeigt, was richtig und was falsch ist. Jetzt verstehe ich es. Es könnte darum gehen, dass dir etwas klar wird, wo du dich zu den anderen distanziert hast oder die anderen sich zu dir. Und dieses Ereignis, was hier kommt, ermöglicht dir eine erneute Aufnahme von Nähe und ermöglicht dir auch, aus dieser Distanz auszusteigen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das kennst du dann von deinen Kindertagen. Ne? Mach es mit mir alleine aus und gut ist. Ne? Hier erkennst du auch, dass Rückzug nicht immer gut ist, dass es dich dann selber erregt und aufregt und erzürnt. Und dass du dann am Ende mit dieser Energie nichts anfangen kannst, außer dass es dir selber nicht gut tut. Für die Selbstständigen unter euch kann es hier so sein, dass ihr von außen auch schnell mal was zugeworfen kriegt an Aufträgen, wo ihr euch mal ein bisschen umstrukturieren müsst. Oder wo ihr dann eben merkt, okay, ich muss viel unter einen Hut kriegen durch diese Änderung. Das macht mir ein bisschen Stress. Ihr habt hier tatsächlich, und es freut mich echt besonders, durch diese Situation, die ihr vielleicht zunächst mal unerwartet habt, die euch überrumpelt, überrascht, euch in eine andere Richtung drängt, hier tatsächlich aber dann das Geschenk, den Zuwachs, die neuen Türen, die sich öffnen, einen Erfolg, den ihr reinholen könnt. Ihr fühlt euch bei etwas sicherer. Ihr habt hier Familienthemen mit dran, Kinderthemen, das innere Kind und irgendetwas, was vielleicht auch im familiären Bereich so mal schnell eine Wende nimmt. Für euch bedeutet es, dass ihr bei irgendetwas euer Schwert niederlegen könnt. Das ist schon mal gut. Sind das 2? Nein. Es geht hier um euer Umfeld, um eure Freundschaften, eventuell um erwachsene Kinder. Die Sonne überstrahlt hier das Umfeld an sich. Das heißt, ihr habt hier auch im August die gute Möglichkeit, so euer Fundament zu spüren, das Getragensein, über das ihr euch vielleicht mehrere Monate lang auch Gedanken gemacht habt, dass ihr so eine Art Alleingang habt, wo ihr gestresst damit seid oder wo ihr euch einfach auch alleingelassen vorkommt,
wo ihr vielleicht auch vom Gegenüber jetzt nicht die Unterstützung habt. Und das scheint sich hier so ein bisschen auszugleichen für euch, ne? Ihr habt hier den Bereich der Freundschaften angezeigt. Das scheint etwas zu sein, das euch sehr nähren könnte. Wenn ihr Kinder habt, die ein bisschen Distanz aufgenommen haben, sieht man auch hier wieder ein gutes Feld, wo man sich neu begegnen kann. Und möglicherweise habt ihr im August so ein bisschen schlaflose Nächte, weil ihr euch hier durch irgendetwas überrumpelt fühlt oder ihr grübelt viel. Aber ihr habt hier auch die tiefen Erkenntnisse, wo die eigentlichen Hindernisse sind. Und genau das lasst euch umdenken. Hohes spirituelles Potenzial auch bei euch. Glückliche Wenden. Schicksalshafte Sachen, das ist ja sehr, es ist nicht ganz so leicht, ihr Lieben. Hier haben wir echt viele Themen. Hier in der Mitte haben wir ja nur mal eine zentrale Aussage, aber hier kommen jetzt die Themen ratzfatz aneinandergereiht. Eins kann ich euch schon mal sagen, wenn die Sonne hier oben ist, hast du die gute Energie, die du brauchst, zur Verfügung. Hier zeigen sich aber auch echt verschiedene Sachen. Das kann eine Sache sein in Partnerschaften, dass man sich so denkt, wenn ich eh alles allein machen muss, dann mache ich es eben selber, so dass man trennende Gedanken hat, dass man keine Lust mehr hat, an partnerschaftlichen Sachen zu arbeiten, dass einen die Gegenüber so in den Wahnsinn treiben. Für die anderen hat man die Möglichkeit für ein anderes Szenario, dass einem wirklich schicksalshafte Partner auf den Weg kommen. Ich habe ein Thema mit dem Beruf, der Berufung in das, was ihr rein investiert und wie viel von eurer gebenden Kraft. Und für einen oder anderen von euch kann es tatsächlich sein, dass euch das Schicksal an Wenden bringt im August, wo ihr bereit seid, Schnitte zu unternehmen, um euren Frieden zu finden, ne? Da lasst ihr euch das und das nicht mehr gefallen, da geht das und das nicht mehr, ihr spürt das, die Blockade zeigt sich nach oben und das kann dann halt auch mal so massiv werden, dass man sagt, so, ich hau jetzt mit der Faust auf den Tisch, hier ist die gute Grenze. Schicksalshafte Entscheidungen im beruflichen Bereich, im Bereich der Berufung. Hier hast du auch noch unentdecktes Potenzial. Ja, und das hat hier eine große Fahrt, eine große Bewegung, einen großen Ritt in Richtung Veränderungen. Also rechne mit Tempo, ne? Das sind nicht die langsamen Dinge oder diese Schneckenpost, die hier so vor sich hingondelt, sondern da geht es wirklich zack, 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 zack. Aber manchmal braucht man das auch, sonst würde man hier gar nichts tun. Sonst würde man eben so dieses bequeme Weitermachen. Hier ist eine Möglichkeit für euch zu Veränderungen an den Finanzen. Ich habe hier viele Kommunikationen, Korrespondenzen, Nachrichtenaustausch über das Thema Finanzen und Geld. Ihr habt hier mit dem Bären und der Fischekarte wirklich ein solides Fundament, das sich hier noch ein bisschen erhöhen lässt. Hier durch Mittel, die sind noch ein bisschen die sind noch nicht so richtig greifbar, die werden sich dir im Laufe des Monats eröffnen. Unter anderem habt ihr hier vielleicht auch das Geld der Eltern, der anderen, der Ex-Partner mit am Start und hier irgendwelche Umschwünge mit dabei. Umbrüche in der Liebe, das habe ich euch gesagt. Umbrüche in Herzensangelegenheiten. Bei euch könnte es auch so ein bisschen der Monat sein, wo Sehnsüchte, die ihr auf eurem Herzen habt, plötzlich hochkommen und wo ihr auch so nicht mehr bereit seid, dass man an eurer Schnur ziehen kann unten dran, ne? Und dass ihr auch einen Konflikt nicht länger verdrängt, sondern dass ihr jetzt sagt, hier, ne, hier ist jetzt mal gut der Verstrickung und der Beziehung, die sich im Kreise dreht, die immer wieder den gleichen Konflikt mit sich bringt, die sich ungut anfühlt. Das kann nicht nur in Partnerschaften sein, ne? Das kann im beruflichen Bereich sein, im Umfeld.
bei allem, was dir eben am Herzen liegt. Es wird ein sehr klärender Monat für euch werden. Ihr könnt ungute Situationen, ungesunde Sachen weglassen. Ihr könnt Kreisläufe verlassen, aber wie gesagt, ich wiederhole mich. Ihr seid auch bereit, Schnitte zu machen. Und das ist so, wie nennt sich denn das? Steter Tropfen höhlt den Stein oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Hier habt ihr die Fülle. Da kommt irgendwie auch dieses Thema, dass ihr euch Zeit nehmen sollt, die Dinge zu verdauen. Aber die Kuh bringt dir hier auch ein bisschen Glück mit. Es ist sozusagen Fortuna. Du findest immer mehr den Zugang zu dir und du beginnst auch diesen Zugang zu stärken. Und du wirst mehr angebunden sein an dein ganzes Potenzial. Ne? Hier ist sozusagen die innere Weide für dich, wo du das Erlebte verdauen kannst, wo du wieder schöpfen kannst. Hier ist es auch Zeit für dich, über das Thema Geben und Nehmen nachzudenken und da auch die vollständige Balance zu finden. Wenn du hier irgendwie zu Fülle kommst, ne, dann vergesse nicht zu teilen, sagt die Karte. Eine buddhistische Regel zum Beispiel sagt dir, dass du 1/3 zurücklegen, 1/3 spenden, 1/3 genießen sollst, sodass einfach dieser finanzielle Flow bleibt. Hier geht es auch ein bisschen um deine Inspiration, die du für andere hast, die andere nähren können. Ups. Okay, was sagt der Gesang der Vögel, den lieben Luftsternzeichen noch? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben, gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Wenn du Selbstliebe hast, ist hier gut der Punkt, wo du sagst, hier ist die Grenze, ne? So machen wir nicht weiter. Und so gibst du dem anderen natürlich auch die Möglichkeit, sein eigenes Verhalten auch zu ändern, bevor die Kiste dann den Bach runtergeht sozusagen. Ne? Okay, ihr Lieben, Luft, Sternzeichen, Element Luft. Ich wünsche euch einen schönen August. Ich drücke euch und bis bald.